Mein Name ist Leandra Preisler. Ich arbeite an der Popakademie bei der Musikverwertungsagentur Klingt, bin aber auch noch selbstständig bei Pennywine Entertainment als Künstlermanagerin. Dort manage ich mit zwei anderen tollen Damen zusammen die Künstlerinnen Mine und Nova. Und außerdem bin ich gelernte Veranstaltungskauffrau und habe an der Popakademie Musikbusiness studiert. Auf jeden Fall in jedem einzelnen Belang. Also ich glaube, man hat natürlich Learning by Doing und auch das Studium war super wichtig. Aber in der Praxis ist es einfach nochmal was anderes und bei ganz vielen Fragen fragst du einfach auch andere, ja, und kommst dadurch immer einen Schritt weiter. Und keine Ahnung, du stehst vor einer Herausforderung und dann brauchst du einfach oft Hilfe von anderen, aber oftmals brauchen andere auch Hilfe von dir. Und es ist einfach ein Geben und Nehmen. Und genauso war das in meiner gesamten Laufbahn bis heute. Das, keine Ahnung, ich brauche einen Kontakt zu irgendeinem Veranstalter, jemand anderes braucht einen Kontakt zu einem Promoter. So funktioniert das einfach. Und ohne Networking wäre ich auf jeden Fall nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, mein größtes Problem ist, ich kann mir sehr schwer Namen und Firmen merken. Und da gab es schon oft Kuddelmuddel, ja, sei es jetzt bei solchen Veranstaltungen wie Reeperbahn Festival oder so, was einfach Networking-Veranstaltungen sind, wird es dann irgendwann oder kann es ziemlich unangenehm werden, wenn man das jetzt nicht irgendwie weglächeln kann oder so. Oder wenn ich jetzt eine introvertierte Person wäre, hätte ich, glaube ich, ein wesentlich größeres Problem damit. Aber es wäre schon sehr angenehm, einen Weg zu finden, dass man das hinbekommt, ne? Mit Gesicht, Name und vielleicht dann auch mit der Firma. Das wäre schon ganz gut, ja. Das ist eigentlich mal meine größte Herausforderung, was Networking angeht. Ich meine, in unserer heutigen Zeit haben wir ja eh schon das Glück, dass wir gar keine direkte Face-to-Face-Kommunikation mehr machen und dass somit das Gegenüber überhaupt nicht mitbekommt, sondern es läuft ja alles über E-Mail oder Facebook Messenger, WhatsApp oder wie auch immer. Es greift ja fast niemand mehr zum Telefon. Und also das gehört irgendwie auch dazu. Und dann muss man einfach schon charmant eine E-Mail verfassen oder welchen Kontakt man auch immer hat und sich auf das Gespräch nochmal beziehen, was man miteinander geführt hat, wenn man sich daran noch erinnert. Das ist auch mal ganz gut. Und dann bekommt man das, glaube ich, schon hin. Und man muss immer daran denken, anderen Menschen geht es genauso. Also jeder hatte mal einen Erstkontakt und dann kommt der zweite. Da muss man einfach durch. Also bei vielen Kontakten ist es natürlich auch so, dass man sich so gut versteht, dass das in das Private übergeht. Das lasse ich dann auch zu. Daraus werden dann halt Freundschaften. Und ansonsten nutze ich auch diese ganzen privaten Kanäle, habe aber gelernt, mein Handy auszuschalten oder einen Flugmodus anzumachen oder wirklich einen Sonntag einzuführen, was bei Selbstständigkeit ja eh immer schwierig ist, dass man sagt, so, ich bin jetzt einfach nicht mehr erreichbar. Und da ich auch noch eine Festanstellung habe, bin ich sowieso in bestimmten Uhrzeiten gar nicht erreichbar. Und das kannst du zum Beispiel in deine Signatur schreiben oder so und dann sind das eben deine Bürozeiten. Ja. Und ich schreibe dann auch einfach nicht sonntags zurück. Also ich nehme es wahr, aber die Antwort gibt es erst Montag. Das ist zum einen eine eigene Erziehung und zum anderen erziehe ich aber auch meinen Kontakt dazu. Ja, natürlich, aber da muss man dann einfach dazu stehen. Ne? Also nur weil ich selbstständig bin, heißt das, also man sagt ja immer selbst und ständig, aber das ist ja nicht etwas, was man tun muss. Also das ist ja keine goldene Regel oder so. Und da muss man einfach ein bisschen aussieben. Also meine Künstler, für die bin ich tatsächlich 24/7 erreichbar. Aber für die wenigsten Partner bin ich 24/7 erreichbar. Und ich finde, das sollte man für sich auch wirklich so einführen. Da kommt man dann zur Work-Life-Balance und so weiter. Aber das ist einfach was man unbedingt lernen muss. Aber die meisten Kontakte, die mir dann auch wirklich was genützt haben oder wo ich weiterhin Kontakt pflege, die sind im realen Leben entstanden. Also wirklich diese total typischen Berliner Veranstaltungen oder Hamburg oder Köln oder München oder wie auch immer. Und manche Kontakte pflegt man, also wie gesagt, es ist halt sehr schwierig. Bei Networking kann es ja auch einfach sein, dass man sich gut versteht. Und dann wird es halt auch ein privater Kontakt. Ne? Das schieben wir mal beiseite. Und wenn ich jetzt rein businessmäßig oder wir von rein Business-Kontakten reden, dann ist es wirklich meistens im realen Leben. Oder aber man wurde verknüpft mit jemandem online. Dann ist es aber umso schöner, den irgendwann mal im realen Leben zu treffen.
Also es gibt den VOT, es gibt ganz viele Fortbildungen, die man belegen kann und ganz viele Institutionen, an die man sich wenden kann, um das eben zu lernen. Ich finde auch nach wie vor Praktika total wichtig in der Musikindustrie, um Kontakte zu knüpfen. Und es ist ja auch nach wie vor einfach Nachtleben, was wir ja irgendwie verkaufen, und da lernt man auch die meisten kennen. Also man sollte dann schon auf Konzerte gehen und man sollte schon Einladungen wahrnehmen zu irgendwelchen Showcases oder wie auch immer. Das gehört auf jeden Fall dazu. Also bei Pennywine Entertainment arbeiten wir zu dritt und wir nutzen Google Drive und Dropbox und haben bei Google Drive ganz normale Tabellen angelegt mit verschiedenen Reitern. Label, Verlag, Promoter, Online-Promo, Radio-Promo, Presse und so weiter. Und da sind die ganzen Kontakte drin. Die pflegt aber natürlich keiner. Ne? Also ich mache das jetzt seit 7 Jahren und da sind natürlich auch noch Personen drin, die schon seit 4 Jahren zum Beispiel nicht mehr in Unternehmen arbeiten. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig und das macht irgendwie auch keiner. Also es ist irgendwie nicht so Daily Business, bleibt ja gerne liegen. Und schwierig ist natürlich auch, du hast dann, also wir haben jetzt zum Beispiel keinen Reiter für die genaue Tätigkeit, was die Person da eigentlich macht, was mich mit der verbindet. Das ist, glaube ich, auch total wichtig. Und einfach mal zu priorisieren und auch wirklich mal zu sehen, oh, wann habe ich dem das letzte Mal eigentlich geschrieben oder wann hatten wir das letzte Mal Kontakt. Worüber haben wir da gesprochen? Worum ging es sonst immer bei unseren Gesprächen? Ich glaube, das wäre schon ganz gut, wenn man einfach so ein Tool an der Hand hätte, mit dem man arbeiten könnte, um das alles anders zu strukturieren. Ne? Ja, genau. Also Networking heißt ja auch Netzwerk. Das bedeutet ja auch, dass mich mit der Person wieder andere Personen verbinden. Sowas vielleicht auch mal zu visualisieren oder einfach zu sehen, was daraus entstanden ist. Also mein größter Tipp ist, glaube ich, immer freundlich zu sein. Immer freundlich sein. Du möchtest ja auch, dass dir freundlich begegnet wird. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, egal zu wem, egal welche Hierarchie, generell nicht in Hierarchien zu denken. Dann ist es total wichtig, dass es anderen Menschen immer genauso geht wie dir selbst. Ja, also jeder musste irgendwann mal Kontakte knüpfen und jeder hat damit mal angefangen, keine Scheu. Und ich finde auch nach wie vor ganz wichtig, eine Hand wäscht die andere und es ist ein Geben und ein Nehmen.